Schön, dass ihr wieder bei TUS Kochtour eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich gerne euch heutige knusprige Hähnchenflügel mit Fischsoße Gangatingnukmam auf vietnamesische Art zeigen. Die sind super knusprig und nicht trocken und nun zeige ich euch auch gleich die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Dazu benötigen wir insgesamt 1 Kilo Hähnchenflügel ohne Spitze, dann brauchen wir insgesamt 50 Gramm Speisestärke, dann einen halben Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Als erstes werde ich jetzt die Hähnchenflügel gut auswaschen. Nun werde ich das Hähnchenfleisch in einem Sieb gut abtropfen lassen. Die Hähnchenflügel werde ich jetzt zwischen den Oberflügel und Unterflügel dann halbieren. Also so eben teile ich das Ganze. Nun werde ich dann die Hähnchenflügel mit Küchenpapier dann trocken tupfen. Also gerade nehme ich eins, stelle hin und tupfe das dann trocken. Leg das dann wieder hier rein. Nachdem ich das jetzt auch gut trocken getupft habe, werde ich jetzt das marinieren mit Salz und Pfeffer. Also jetzt gebe ich Salz hinzu und den Pfeffer und werde das Ganze eben kurz vermischen. Ich habe absichtlich nicht so viel Salz genommen, weil später ich das Ganze ja noch mit Fischsoße dann eintauche. Das Ganze werde ich jetzt für 15 Minuten einwirken lassen und stelle es jetzt kurz zur Seite. So, währenddessen kann ich jetzt die Fischsoße zubereiten und für die Fischsoße benötigen wir. Für die Fischsoße benötigen wir insgesamt 50 Milliliter Fischsoßekonzentrat, 50 Gramm Zucker, 15 Gramm Ingwer, die habe ich bereits schon fein gehackt. Dann brauchen wir noch eine halbe Zitrone, also den Saft dazu, eine Chili und 3 Knoblauchzehen. Zuerst werde ich jetzt die Chilis und die Knoblauchzehen fein hacken. Jetzt dann die Knoblauchzehen. Jetzt werde ich das erstmal schälen und dann fein hacken.
Als nächsten Schritt werde ich jetzt Fischsoße-Konzentrat in meinem Topf geben. Dann eben die Zitrone. Presse ich kurz aus. Gebe das dann auch hier rein. Dann Zucker. Ingwer. Und dann die Chilis. Das gebe ich jetzt auf mein Herd und werde das 5 Minuten aufköcheln lassen. Nun werde ich den Topf vom Herd nehmen und beiseite stellen. Nun werde ich dann in einer Pfanne den Knoblauch mit etwas Öl dann anrösten und nachher auch kurz beiseite stellen. Nachdem die dann goldgelb sind, werde ich die dann herausnehmen. Als nächstes dann in einer Pfanne mit 200 Milliliter Wasser dann hineingeben und dann die Hähnchenflügel kurz für 10 Minuten aufkochen, aber nicht zu lange, sonst wird das Fleisch dann später auch sehr trocken. Danach werde ich jetzt die Hähnchenflügel herausnehmen und abkühlen lassen. So. Sobald die Hähnchenflügel jetzt dann auch abgekühlt sind, werde ich die dann jetzt in einen Gefrierbeutel geben. Ich habe jetzt die Speisestärke jetzt dazugegeben und werde das Ganze jetzt durchmischen, sodass praktisch alle Hähnchenflügel dann damit gut ummantelt sind.
Jetzt werde ich die Hähnchenflügel dann in Öl frittieren. Sobald das Öl dann heiß genug ist, macht am besten die Stäbchenprobe. Das merkt ihr dann daran, wenn ihr die Stäbchen dann eintaucht und am Stäbchen sich so Bläschen bilden, dann ist das Öl heiß genug. Sobald die Hähnchenflügel dann goldgelb sind, werde ich die jetzt herausnehmen und dann auf ein Küchenpapier dann legen. Zuletzt werde ich jetzt die Hähnchenflügel in eine Schüssel geben, dann Fischsoße und den Knoblauch dazugeben, das Ganze dann gut vermischen. Ihr hört es auch, wie knusprig das ist, also wirklich super knusprig. Und so sieht das Ganze dann auch aus. Und so habt ihr leckere und knusprige Hähnchenflügel mit marinierter Fischsoße. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!